Hallöchen meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei MelodyOfBooks. Heute soll es ein Unpacking geben und zwar habe ich bei Arvelle bestellt. Das Paket hebe ich euch gleich hoch, weil es jetzt viel zu schwer ist. Aber wenn ihr neugierig seid, was alles so da drin ist, dann bleibt jetzt gerne dran. So, hier haben wir das Päckchen. Es ist riesig, riesig groß. Ich durfte mir im Wert von 50 € bei Arvelle ein paar Bücher aussuchen. Dafür bedanke ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich. Ich habe aber tatsächlich ein bisschen mehr über die Stränge geschlagen und habe nochmal, ich glaube, knapp 20 € oben drauf gelegt und somit ganz, ganz viele tolle Bücher zu einem günstigen Schnapperpreis gekriegt. Das hier ist sozusagen, ja, ein kleines, naja, Werbevideo würde ich es nicht nennen, aber ein kleines Empfehlungsvideo für Arvelle. Wenn ihr das noch nicht kennt, Arvelle, dann schaut da gern vorbei. Dort könnt ihr Mängelexemplare erwerben und Restexemplare und die sind meistens in einem sehr, sehr guten Zustand und deswegen liebe ich Arvelle so sehr. Und ja, falls ihr das schon mal bestellt habt, könnt ihr mir ja gerne mal eure Erfahrungen in den Kommentaren berichten. Ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt durch mit diesem Unpacking. Alle genannten Bücher sind wie immer in der Infobox verlinkt. Ich bin bewaffnet mit dem Cuttermesser und werde mich jetzt gerade mal nach unten begeben, um das Ganze aufzuschneiden. Es ist echt schon eine ganz schön lange Zeit her, dass ich das letzte Mal bei Arvelle bestellt habe. Ich glaube, es war im September oder August, also es sind schon ein paar Monate. Ich habe mich jetzt tatsächlich echt zusammengerissen, aber jetzt hatte ich dann vor ein paar Tagen geguckt und habe gesehen, oh mein Gott, die haben so viele tolle Bücher, die mir auch zur Reihenvervollständigung dienen und deswegen habe ich einfach zugeschlagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir erzählt, welche Bücher ich schon davon gelesen habe, wie sie euch gefallen haben und ja, jetzt hole ich mal die ersten raus. So, die ersten drei habe ich in der Hand. Da habe ich zum einen den 8. Band einer Reihe, nämlich Sky Pleasant Band Nummer 8, wie bereits schon gesagt, aus dem Löwe Verlag. Ich habe tatsächlich alle hier stehen, bis auf den 8. und dachte mir, okay, jetzt gibt es den bei Arvelle und jetzt nimmst du ihn dir mit, weil dann hast du die Sky Pleasant Reihe vollständig. Da ist ja jetzt sozusagen eine Art von Spin-off im November erschienen und von daher fand ich das ganz sinnig. Jetzt könnte ich sie in einem Rutsch durchlesen. Das Buch sieht auch perfekt aus, wie ihr seht. Das hat nur oben, ist es ein bisschen vergilbt, ansonsten ist da nichts dran, außer halt der obligatorische Mängelexemplarstempel. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Buch und ja, toll, toll, toll. Dann habe ich mir den zweiten Band, glaube ich, ja, den zweiten Band von The Innocence, verhängnisvolle Intrige, bestellt. Der sieht so aus. Wenn man die alle zusammen hat, dann ergeben die ja nebeneinander dieses Bild. Den ersten habe ich leider noch nicht gelesen und jetzt habe ich auch den zweiten und jetzt fehlt mir nur noch der dritte. Das ist so ein bisschen in die Richtung von Pretty Liars, glaube ich. Da gibt es so eine Clique und dann stirbt einer aus dieser Clique und irgendwie geraten sie alle ins Fadenkreuz der Verdächtigung. Ich weiß es nicht genau. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Ich habe tatsächlich Pretty Liars jetzt beendet, also nicht als Buchreihe, sondern als Serie und brauche jetzt natürlich irgendwie Futter in die gleiche Richtung und deswegen, ja, habe ich mir gedacht, nimm es mit, Jessie, nimm es mit und dann kannst du es hoffentlich lieben. Auch dieses Buch ist in einem einwandfreien und makellosen Zustand. Nicht mal den Mängelexemplarstempel sieht man richtig, hier ist so ein kleiner, ja, Strich, aber auch der ist nicht der Rede wert. Und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden mit diesem Exemplar. Juhu! So, die Preise weiß ich alle nicht mehr, aber wenn ihr wisst, dass ich für alle Bücher, die ich euch jetzt zeigen werde, rund, ich glaube, 68 € bezahlt habe, dann wisst ihr ungefähr, also können wir einen Durchschnitt ausrechnen, wie viel ich pro Buch bezahlt habe. Oh Gott, jetzt hat die Katze fast das Kabel hier mitgerissen. Deswegen sollen die eigentlich hier nicht drin sein, wenn ich Videos drehe. Weiter geht's mit dem nächsten Buch und das ist aus dem Chicken House Verlag und heißt Love Song. Ihr wisst, dass ich Musik liebe und deswegen wollte ich Love Song unbedingt lesen. Das ist, glaube ich, auch erst dieses Jahr erschienen, oder? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich meine, ich hatte das irgendwo... Wo steht denn das? Steht das hier hinten? Ist 2016 erschienen, aber das schwebte mir schon die ganze Zeit so vor, dass ich das eigentlich gerne haben wollen würde, weil es halt um Musik geht, um ein junges Mädchen, was Meet and Greet von ihrer Schwester begleitet zu einer Band, nämlich The Point, und dort rettet sie die Verlobte des Sängers und wird prompt zur Assistentin dieser Band und das stürzt sie halt in so ein gewisses Chaos.
Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich erwarte mir eine locker, leichte und süße Liebesgeschichte und ja, freue mich einfach schon drauf. Wir machen weiter mit dem zweiten Band, glaube ich, einer Reihe, in der der vierte jetzt irgendwie rauskommt oder rausgekommen ist. Ich weiß das gar nicht so genau. Dieser hier ist 2015 in Deutschland erschienen. Es handelt sich um Tease von Sophie Jordan. Da heißt der erste Foreplay, glaube ich. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist eine New Adult Geschichte und ich dachte mir, New Adult geht immer. Deswegen ist dieser hier eingezogen, ohne dass ich weiß, worum es geht. Auch das sieht gut aus. Das hat oben einen Mängelexemplarstempel und hinten diese Ratsche, als wäre da irgendwie sowas drüber, so ein Stanzer drüber gegangen. Wisst ihr, was ich meine? Aber ansonsten in einem einwandfreien und wunderschönen Zustand. Außerdem, ich habe mich lange dagegen gesträubt, mir eigentlich dieses Buch zu holen, weil ich den ersten okay fand, aber nicht herausragend. Aber mittlerweile bin ich doch sehr, sehr neugierig und vielleicht gefällt es mir im zweiten Band besser und kann mich mehr von sich überzeugen. Das ist auf jeden Fall meine Hoffnung. Eigentlich dachte ich ja, es sei eine Trilogie, aber ich habe gesehen, da kommt jetzt auch noch ein vierter Band zu raus. Ich rede von The School for Good and Evil, eine Welt ohne Prinzen. Das ist, wie gesagt, der zweite Band. Die gibt es jetzt als Schuber. Ich denke, ich verlinke euch mal den Schuber, weil der kostet nur 40 €. Aber da ich den ersten Band schon hatte und der jetzt hier bei Arvelle so günstig war, dachte ich mir, ja okay, Jessie, nimm ihn einfach mit und dann siehst du zu, dass du den dritten irgendwie gebraucht kriegst. Dann, ja, kannst du dir den Schuber halt irgendwie sparen. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das vom Geld her sinnvoll war oder nicht. Werde ich irgendwie am Ende mal ausrechnen. Auch dieses Buch sieht gut aus, hat wie alle anderen unten den Mängelexemplarstempel und ansonsten sehr, sehr guter Zustand. Wenn ihr Arvelle mögt, dürft ihr dem Video gerne einen Daumen hoch geben, dann weiß ich, dass euch Arvelle auch gut gefällt. Und wir machen weiter. Es sind noch 1, 2, 3, 4 Bücher und dann sind wir mit diesem Video auch schon durch. Tatsächlich habe ich mir dann den dritten Band einer Trilogie geholt, wo dann, glaube ich, ein Spin-off, aber ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, der vierte Band spielt nicht mehr mit der gleichen Protagonistin, aber wie gesagt, es kann auch falsch sein. Ich nagelt mich jetzt nicht darauf fest. Und zwar habe ich mir geholt von Jenna Showalter Showdown im Zombieland aus dem Dark Kiss, also Mira Taschenbuchverlag, glaube ich. Das sieht so aus, ist wunderschön. Ich freue mich auf die Geschichte. Auch das sieht gut aus, hat oben den Mängelexemplarstempel, ansonsten keine ersichtlichen Mängel, außer dass es hinten 2 Einschneidungen hat im Schutzumschlag. Oh Gott, kann ich euch die jetzt gerade zeigen? Wartet mal. Also, oh, es sind sogar, nee, es sind 2. Also hier ist einmal so reingeschnitten. Ich weiß nicht, wartet. Hier da ist halt reingeschnitten hier, aber das ist halb so wild, ist tatsächlich nur einmal, das andere ist oberflächlich. Naja, ist, oh, das Buch selber hat auch einen Schnitt, seht ihr das da? Oh weh. Naja, egal, es ist aber wie gesagt überhaupt nicht schlimm, ansonsten ist es in einem sehr, sehr guten Zustand. Ich bin gespannt auf Alice im Zombieland und hoffe, dass mich die Reihe genauso begeistern kann wie zum Beispiel Jenny von Regenbogengarten. Außerdem, ich glaube, das hier ist tatsächlich erst dieses Jahr erschienen, weil ich es euch irgendwie in den Neuerscheinungen vorgestellt habe. Ja, 2017 in Deutschland erschienen im Thienemann Verlag und zwar All the Strange Things Are True. Das ist eine Geschichte, ich glaube, ich kriege das gar nicht mehr zusammen, über 3 junge Menschen, die ihre Geschichte erzählen und in der die verrücktesten Dinge passieren. Was ist wirklich passiert? Jemand weiß es, jemand lügt, wem kannst du trauen? Das hört sich sehr, sehr cool an. Ich bin gespannt und lasst mich einfach mal überraschen. Ich berichte euch dann, sobald ich dieses Buch gelesen habe. Dann habe ich mir noch bestellt, weil ich da auch schon eine Weile drum herum geschlichen bin. Ich glaube, es geht so um eine Bodyguard-Geschichte, bei dem ein Mädchen, also die Familie eines Mädchens umgebracht wird und 3 Jahre später lebt sie immer noch in Angst und dann bekommt sie einen, nee, das ist ein Hacker, ist keine Bodyguard-Geschichte, was erzähle ich denn da? Aber der beschützt sie dann irgendwie, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall geht es um Keep Me Safe von Sarah Ellison. Ich bin sehr, sehr, oh, warum werde ich denn so dunkel dabei? Naja, egal. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Geschichte und lass mich einfach mal überraschen. Das sind so Bücher, da schleiche ich immer so drum, bin dann aber zu geizig, da jetzt Geld für auszugeben und dann gab es das auf Arvelle und ich dachte so, jetzt got it. Das Buch sieht gut aus, hat nicht mal Mängelexemplarstempel, hier so ein paar
Stitchungen, aber ansonsten perfekter Zustand. Und last but not least, weil ich mir dachte, naja, du fandst den ersten nicht so gut, aber du willst trotzdem wissen, wie es weitergeht und deswegen holst du dir jetzt den zweiten, denn irgendwie begeistert diese Geschichte hier alle und vielleicht wird es im zweiten besser. Manchmal hat man das ja, dass einem der erste nicht ganz so gefällt und im zweiten ist man auf einmal so ergriffen und so angetan, dass man dann gar nicht mehr aufhören möchte und einen ganz anderen Blick auf die Geschichte kriegt. Und das möchte ich versuchen mit Das unendliche Meer von Rick Yancey. Die 5. Welle fand ich jetzt nicht schlecht, aber ich fand sie auch nicht so herausragend wie alle. Manchmal ist das aber auch so, wenn so gehypte Bücher dann von einem gelesen werden, auf jeden Fall von mir, dann habe ich so hohe Erwartungen, dass sie die eigentlich gar nicht erfüllen können. Die haben gar nicht die Chance und von daher ja, kann das auch daran gelegen haben. Auf jeden Fall ist jetzt hier Das unendliche Meer eingezogen. Auch das ist in einem perfekten Zustand. Hier sind keine ersichtlichen Mängel, außer der Mängelexemplarstempel. Und ja, ich freue mich auch auf diese Geschichte. Die werde ich wohl als Hörbuch hören. Und das kann ich jetzt machen, weil ich immer so dachte, hörst du erst, wenn du das Buch hast. Und jetzt habe ich es und habe es begünstigt bei Arvelle geschossen. Ich zeige euch meine Bestellung nochmal in der Übersicht und dann ja, verabschiede ich mich. Das hat sich gereimt. So, hier, oh Gott, sind alle 9 Bücher nochmal im Überblick. Oh Gott, wir kriegen sie gar nicht alle rauf. So sieht es auf jeden Fall aus. Ich freue mich echt riesig über diese Bücher und auf die Geschichten und kann euch Arvelle nur empfehlen. Ich mag es echt gern da zu bestellen und man kommt echt günstig weg. Ich meine, für 9 Bücher 68 € ist echt nicht viel. Ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal bei Arvelle dafür, dass ich für 50 € dort bestellen durfte und ja, bin gespannt auf eure Meinung. Wie gesagt, wenn ihr Arvelle mögt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Und ansonsten schreibt mir gerne, wie euch die Geschichten gefallen haben. Und bis zum nächsten Mal. Bye!